So, ihr Lieben, und da sind wir wieder. Und ja, Tatort untersuchen. Wer hat Casey Carmel getötet? Das ist unsere Aufgabe. Robocop-Sicht. Aktiviere mit LT die Robocop-Sicht und wichtige Objekte in der Umgebung hervorzuheben. Habe ich gerade schon instinktiv richtig gemacht. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne? Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Da ist was. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Na, warum will er das denn nicht nehmen? So. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. So, dann gucken wir mal weiter. Das ist nur Müll, glaube ich. Relevant. Schuh. Blutprobe AB negativ. Ist hier hinten noch irgendwas zu sehen? Nee. Ich wollte jetzt mal das Offensichtliche ausschließen. Hat die denn auch AB negativ? Konnte man das sehen? Nee, ne? Okay. Ich glaube, er möchte einfach, dass ich jetzt hier die Reifenspuren nehme. Okay. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Gerne. So, Zeugen befragen. Dann gehen wir mal los. Da ist ja unfassbar viel zu tun. Wir nehmen ihn mal. Ah, ich bin mal so frei. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Ah, okay. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. That must have been. Okay. Was erzählen wir mal vom Drehort? Aliens run the set. Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Klar. Erzählen Sie mir von den Aliens. Aliens are involved. I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Okay, was bezwecken Sie mit der Liste? Purpose of your list. It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. Genau. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Zwar noch einen Film gesehen, wo ein lebendiges Wesen im Mond gelebt hat. Verify your statement. Nevertheless, I recommend you Der Mond ein Lebewesen war, irgendwie so. at the earliest possible time. Now. Die Kreativität ist kein
Keine Grenze geboten. So, wir gehen mal zum Set. In der Zwischenzeit gucken wir natürlich auch immer mal, ob sich hier irgendwie was ergibt oder so, ne? Mit der RoboCop-Sicht, aber aktuell ist das nicht der Fall. Klar, kann man immer mal wieder hier hören. Also die hier stehen, die haben meistens auch was zu sagen. Wolltet ihr mit mir reden, oder? Bin ich, okay. Verstehe ich. Was ist hier? Gefährliches Öl. Also. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. So, kann aber nicht sein. I'll learn less if you hang around here. Ja, okay, sorry. Stehe ich auch irgendwie. Da ist was drin, ne? Aber das leuchtet nicht wegen meiner Sicht. Ich dachte erst, es leuchtet nur wegen meiner RoboCop-Sicht. Das war einfach eine Leuchtkrone, mehr nicht. Manchmal interpretiert man dann ja ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Schmiererei. Unzulässige Geschichte, aber hier ist keiner in der Nähe, den ich verknacken könnte. Dafür. Wir hatten ja schon mal einen Graffiti-Menschen da irgendwie festgenommen, beziehungsweise bestraft. They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Korrekt. Die Strafverfolgungseinheiten. Darf ich dann rein? Dankeschön. So. Dann rede mal mit mir. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Ihr Vorschlag ist strafbar. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung. Da ist der genannte Computer. Tess, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern, aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Plus ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Und hier, Terry von Barney Burke, einem Agenten. Tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen, er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann. Nämlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde es selbst arrangieren. Stell einfach dem Kundenkonto... Stell es einfach dem Kundenkonto in Rechnung. Okay, mehr ist da nicht. Ich komme auch nicht in den Spam, oder? Ne, da komme ich nicht rein. Okay.
Beziehungsweise ich habe versucht hier irgendwie... Ne, so wählen kann ich nicht. Mehr kann ich nicht machen. Okay, gut. Dann ist das so. Gucken wir nochmal hier ganz kurz. Die Plörre. Wo ist denn der Agent? Das ist aber nicht sie, ne? Sie ist nicht der Agent. Aber er ist ja auch nicht derjenige, welcher. Das ist der, oder? Komme ich da nicht durch? Nee, okay, die wollen nicht, dass man da durchgeht, glaube ich, oder? Nee. Nee, da kommst du, oder? Warte mal. Probieren wir mal ganz schlau hier zu sein. Wenn hier die Reifenspuren sind. Das ist er nicht, oder? Nee, okay. War ja ein Versuch wert. Gestohlene Handtasche. Sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass es zum Fall gehört. Da hinten haben wir jetzt gesehen. Okay, ja, dann befragen wir ihn mal. Ah, ich habe wieder ein... Ja, ich drücke hier jedes Mal falsch. Warte mal, wo war denn das nochmal? Fertigkeiten. So. Genau, Deduktion hatten wir letztes Mal noch das Thema, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Ja, da machen wir auch mal das Thema. Ja, speichern. Also wir werden noch sehr viel mehr Punkte brauchen, um auch gut zu sein in den Sachen. Aber manchmal reicht es ja auch schon ein bisschen zu starten hier mit den ersten Punkten. Jetzt gucken wir mal. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Sie waren mit Sunblocker beschmiert. Someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. Bisher habe ich sie ja nicht verraten eigentlich. Then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Aber eigentlich hätte sie das gar nicht, also hätte er noch gar nicht wissen dürfen, dass sie mich geschickt hat. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Na, warum wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Wo ist die Zweitbesetzung jetzt? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? No. Show me the footage. Check the camera footage. Wo denn hier? Was? Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost.
The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Also doch. Understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Das Fordern von Informationen ist eine Withholding Straftat. information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Okay. Haben wir das auch? Der parkt doch falsch hier, oder? So, wir gucken mal. Wenn man regelmäßiger mal L2 drückt, oder LT, je nachdem welchen Controller ihr benutzt, dann sieht man auch gut, welche Gegenstände anfangen zu leuchten, ne? Das betrunken. Was kann ich denn hiermit machen, wenn ich hier anrufe? Oder? Wahrscheinlich Vandalismus, ne? Jo. Frag mich ja, warum man hier reingehen kann, wenn man nichts hier rausfinden kann. Also, die reden noch nicht mal mit einem, ne? Also, es könnte ja sein, also, ihr könnt ja wenigstens sagen, geh weg. To say the least. So, hier ist die Tankstelle. Okay. Was ist hier? Außerirdisches Marketing. Ein weiterer Werbespot mit unterschwelligen Botschaften wird hinter dem Gerichtsgebäude gefilmt. Sie werden uns nicht nochmal reinlegen. Trend zur Vermüllung von Flüssen. Das ist nur ein Vorwand, um Seeungeheuer zu füttern, die unter der Oberfläche lauern. Natürlich. Zeichen. Interstellare schmücken die Gebäude rund um den Waschsalon mit ihren Namen. Auf diese Weise werden sie sich die gesamte Stadt in den Nagel reißen. Okay, das ist also hier unser Freund, ne? Der eine Nachricht hinterlassen hat. Ihr erinnert euch, der Irre. Hier ist auch irgendwie ein Crime-Scene, ne? Obwohl... Hier ist was abgesperrt oder Police do not cross, aber okay. Also manchmal hier noch nicht so gar, also es fehlt manchmal der Zusammenhang zu verschiedenen Dingen, aber das dürfte die Farbe sein, ne? Ja, das ist ja auch. Okay. Jetzt kurz nochmal hier gucken. Wollen wir mit dem noch reden oder hast du an der Tankstelle nichts zu tun? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Oh. Oh. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Das war sein Motiv. Would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there.
Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Warum sollte man sich dort treffen? Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street. His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Ja, komm, dann gucken wir mal. Verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. So, dann schauen wir uns das ganze Thema mal an. Das passt nicht zueinander, glaube ich, ne? Doch, stimmen überein. Okay, das ist der richtige Wagen. Kann ich den aufmachen? Nee. Okay. Scheint nicht. Okay. Ah, hier, okay. Wow, das sieht ja sexy aus. Da freut man sich. Verborgenes Kameraobjektiv. Und da sieht man den Hammer. Das ist die Mordwaffe. AB negativ passt überein. Und dann noch die Brille. Das Brillenmodell stimmt mit dem von Jerry Jenkins überein. Okay. Aber die Kamera brauche ich noch. So, dann gucken wir mal. Nicht, dass wir interessiert werden oder so. Okay. Ist halt schwierig zu erkennen, ne? Also ist er das, ist der andere das, aber die haben halt die gleiche Frisur. Die Unterschiede minimal. Aber es scheint wohl richtig zu sein. Prominenten verhaften, okay. Dann reden wir jetzt nochmal mit ihm. So, did you find anything? According Yes. to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you. However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Also so schlimm ging es ihm ja gerade nicht, ne? Aber es scheint ja giftig zu sein, von daher vielleicht besser so. So, wir wollen jetzt den Typi verhaften. Dann gehen wir mal zurück. Die Welt für Schnellreisepunkte. Dem ist immer noch schlecht. Gucken wir mal, ob er noch da ist. Ist natürlich nicht mehr da, ne? Oder? Doch, er steht da noch. In, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? Stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts.
So. Haben wir das doch abgeschlossen. So, und jetzt müssen wir nach Suits Aufenthaltsort gucken. Ich glaube, wir haben sonst nämlich die anderen Geschichten. Jedes Mal drücke ich hier falsch. Echt krass. Ne, hier gibt's noch was, ne? Funktionärin der Telefonzelle finden, aber da waren wir. Das könnten wir auf dem Weg machen. Verstöße finden, Straftat. Okay, das sind alles jetzt keine. Das sind alles keine Hauptdinge. Also. Wir gehen mal hierher, um vielleicht das Thema Telefonzelle zu finden. Also eine funktionierende. Da könnte eine sein. Aber die scheint auch außer Betrieb zu sein. Ja. Komm, da hinten gehen wir jetzt nochmal eben schnell zur Telefonzelle, oder? Das triggert mich jetzt schon, wenn ich da eine sehe und es nicht teste. Die hier könnte... Ist die denn in Ordnung? Ah, die ist in Ordnung. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Zu beschäftigt, Geld zu Then you verdienen. would not want to earn some money, would you? I don't! I mean, I do. I do want to earn money. But wait. Your voice. You sound like... A future happy customer. fucking RoboCop! You want to bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Adresse sichergestellt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Dann helfen wir ihm mal eben. I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. So, warte mal. Wir sind eigentlich komplett in der Nähe, oder? Ja, ja, voll. Voll in der Nähe. Wohnung 6, hat er gesagt. If someone starts shooting again, make sure the kids hide under the bed. Nuke, natürlich. Sinn. Das Telefon, das wir hatten. Was ist hier? Noch mehr Scannergebnisse, Schuhabdruck. So, wir konfiszieren natürlich erstmal alles hier. Falschgeld. Klar, alles dabei hier. Die Wohnung macht Spaß. Maurice, ich schreibe dir, weil bei dir immer besetzt ist, aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gehen wollen. Sud hat nichts dagegen, dass du diesen 3 Schwachköpfen das Nuke abjagst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen, aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät, also änderst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei dem Torchats nicht funktionieren werden. Die sind nämlich total durchgeknallt. Also wissen wir auch schon ungefähr, wer es ist. Ne? Nämlich die Torchats. Das ist der Wäscheplan. Das ist uns relativ egal. So, dann gucken wir mal. Gehen wir nochmal den Spuren nach. Haben wir noch irgendwas hier vergessen? Nein. Schauen. Der wird gescannt. Okay. Geht ja eigentlich, es ist ja witzig, ne? Verbrecher gehen ja überraschend oft nach oben. Wo man ja eigentlich denken würde, warum, ne? Also eigentlich instinktiv versucht man ja
wegzukommen, aber die meisten flüchten aufs Dach. Und da ist natürlich am wenigsten Again, I swear. That's not why we're here. Möglichkeit zu What do you fliehen. want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Macht ihn alle natürlich. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk. Or I'll jump. Tja, Psychologie 2 haben wir nicht, ne? Let us assume you escape. Without those dealers, you have no constant source of nuke. So what are you going to sell them? Oder zählt er es zusammen? Oh, shit, man. It's all your fault. You cost me my job, and life's expensive, you know? Dann können wir es doch einsetzen. And we can even find you an assignment. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you Hey. where these jerks kept this stuff, but I have to have our deal in writing. Sehr gut. So. Gucken wir mal. Das haben wir auch erledigt. Dann wartet auf uns jetzt erstmal kein Nebenauftrag mehr. Jetzt erstmal nur noch der Hauptauftrag, nämlich finde Sud, und das ist nicht weit weg. Und das sehen wir dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Kentrigo.